Also die... Okay, this one is tough. Was? It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Na, da hat's auch Hang so... with it. Da hat's auch so eine Story gegeben, wo eine aus dem Fenster gejumpt ist, weil sie in so komischen Hinterhalt gelockt worden ist. Und die hat genau die Berufung gehabt. Berufung. Ich weiß nicht, ob man es Berufung nennen soll. Jetzt hinter der Fensterjump kenne ich keine Story. Ich kenne nur Sherlock, der ist vom Dach gejumpt. Stimmt. BBC Sherlock? Jo. BBC, okay. Trademarked. Schönes Bild. Und die Musik ist so intens. Okay. Mir gefällt die Wohnung. Da würde ich gern leben. In einem Gefängnis? Ja, aber das ist schön. Wenn das, Ein schönes Gefängnis. wenn mein Gefängnis so einen Raum hat, dann gern, gell? Jederzeit. Ein Gefängnis für Architekten. Das wird eher dann die Hölle. Nein, das ist ja der Himmel für Architekten. Eher mehr so die Hölle, müsste so ganz was Schieres sein, so ganz was. Dickes. Okay, wir sind wieder. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Okay. Aber warum hat es so einen komischen Titel gehabt? Schön. Schön. Wir haben jetzt keinen Weg, irgendwo hinzugehen. Oh. What furniture ought to be in the center? Also welches Möbelstück ist in der Mitte von dem ganzen Raum gestanden? Natürlich ein Kühlschrank. Ich bin für Nummer 2. Immer der Kühlschrank. Nummer 3. Ein riesiges Loch im Boden. Oder Nummer 1. Ein Fernseher mit Surround Sound. Ich glaube, es war 3, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war ein Tisch eigentlich. Wir sind ja nach... Moment. Wir sind ja da... Nein, da war das Loch, nach wo wir runtergegangen sind. Da war Fernseher-Zeugs. Genau, der Tisch. Weil ich bin jetzt sogar auf den Raufkopf vorhin. Okay, okay, nun... Was ist mit... Was war an der Wand? In dem Raum. Okay. Gab es jemanden die oder die? Oder beide? Ich bin für Holz. Oh, der gibt uns Sachen zurück. Yay! Party. Ja, wir brauchen ein bisschen Licht. Wobei, Light Up könnte auch anzünden. Heißt so, bitte nicht anzünden den Raum. Er war schön vorher. Okay, Asch. 2. Was war das jetzt? Eine Lampe ist erschienen. Ja. Okay, wir brauchen einen Tisch. Wir haben einen Tisch. Ich glaube, meinst da drüben etwas. Hallo Lampe übrigens. Okay, wer bist du? Woher machst du das genau? Und dann Nummer 2 wäre, dass man sich sicher ist, dass es keinen Unterschied macht. Oder Nummer 3 wäre, Tische sind 1935 erfunden worden. Definitiv das. Das würde wahrscheinlich auch in der Situation sagen, aber ich weiß nicht recht. Ich will irgendwie wissen, wer die Person ist. 1. Okay, wer bist du? Der Tisch passt nicht rein. Oh. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Weird for weirdness' sake. Das ist ein schönes Ding. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Sie hat das Proportion gehabt, das Möbelhaus da. Das ist Ikea-Lager, das ist ein Ikea-Testlager. Ja, vielleicht. Hello, please walk forward. Vielleicht ist das eine Ikea-Werbung, eine ganz große. Ikea, nur noch in Gefängnissen. Dieses Video könnte Produktplatzierungen. Hier könnte ihre Werbung stehen.
Schön. Wir sind am Ende des Universums angelangt. First, click on this table. Okay, wir müssen jetzt erst auf den Tisch klicken. Danke. Hey, da. Das ist furchtbar, dass ich das machen muss. Ich mag das nicht. Ja, nicht gelesen, dass ich weiterklicken muss. Okay. Zur Floor Lamp. Okay. Nun müssen wir zum linken Sofa gehen. Das linke Sofa, also das, muss ein bisschen nach vorne. Das war's. In einem richtigen Gefängnis. Im richtigen Gefängnis, das Cable now open. Was? In einem richtigen Gefängnis kann man rausgehen dann? Return to the start. Okay, müssen wir zum Starting Point zurück, damit wir ins Gefängnis kommen. Ich will aber nicht ins Gefängnis. Kann nicht da bleiben. Der Raum ist cool. Das war so schön. Ja, es war schön, aber dann haben sie es zum Ikea-Lager gemacht. Es hat immer Probleme gegeben. Ist ein schöner Raum. Deine Musik war cool. Return. Return 0. Yay, keine Errors. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going. And then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Oh, Slenderman und japanische Schule. Slender ist cool, das soll man da geben. Ah. Zikaden, der Anfang. Okay, wer jetzt Higurashi immer kennt in Anime, weiß, dass wenn irgendwas mit Zikaden kommt, es immer schlimm wird. Furchtbar schlimm. Und ja, wir sind allein. Das heißt wieder was Labyrinthartiges. Aber man fühlt sich definitiv freier, weil das Gefängnis weg ist. Da ist eine Hütte. Und das ist eine Telefonzelle. Oh Gott, wir werden ermordet. Ist der Coda tot und schickt uns das zum Jenseits? Nein. In sowas will ich nie reingehen. Besonders wenn... Jetzt kommt hier wieder das gleiche Speak. Ja. Hi. Wer ist da? It's me, Mario. Hey, it's me. Hallo, ich bin's. Ich bin du von nach der Flucht aus dem Gefängnis. Das ist die Übersetzung. Okay, wir haben keine andere Auswahlmöglichkeit. Ja, ich bin du. Dort. Also warst du auch in dem Gefängnis gefangen? Oh, mehrere Antwortmöglichkeiten. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, Ja, to ich war share im what's on his Gefängnis. mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. Das ist irgendwie traurig. You know, Ja, das ist all so- of these games so far are Coda talking to himself. Okay, Antwortmöglichkeit Nummer 1 ist, ja, ich war in dem Möbelgefängnis. Nummer 2 wäre, ja, ich war im Escape-Tutorial. Und Nummer 3 war, ja, ich war im rekursiven, zurück hier im Gefängnis. Ich würde sagen, es war ja nicht nur das Möbelgefängnis, sondern es war mehr. Es war eigentlich das Gefängnis. Ich gebe 3 ein. Für mich
Nee, war es Reverse Person. Das ist genau, wo ich gerade bin. Oh, ich bin so froh, zu wissen, dass ich endlich rausgekommen bin. Wie ist es so, geflohen zu sein? Ich würde sagen 3 wieder. Definitiv 3. Ja, das Erklärungs vergesse ich nicht mehr. Fühlst du dich irgendwie anders? Manchmal habe ich Angst, ich komme raus und alles bleibt gleich, wie es war. Okay, Antwortmöglichkeit Nummer 1 wäre bei uns. Nein, ich bin wirklich die gleiche Person, wie ich damals war. Nummer 2 wäre, doch, es verändert sich. Ich fühle mich nicht mehr gleich wie vorher. Wie fühlen wir uns? Als andere Möglichkeiten im Spiel tragen nichts dazu bei, wie gesagt. Vielleicht schon eben. Ich würde sagen, es hat sich jetzt verändert, weil ich habe kein so mulmiges Gefühl gekriegt irgendwie dabei, ganz kurz. Und oh, gut. Es ist schön, das zu hören. Kannst du mir dann erzählen, wie ich rauskomme? Vielleicht kann ich dich finden. Was soll ich tun? Der ist so wie ich, der will auch immer Anleitungen von einer Stimme haben. Okay, Nummer 1 wäre, um rauszukommen, musst du einfach nur ehrlich sein. Das stimmt, wir waren ehrlich. Nummer 2 wäre, um rauszukommen, musst du mir sagen, wie du dich gerade fühlst. Er hat es uns ja eigentlich schon gesagt. Er hat gesagt, er ist happy und er fühlt sich irgendwie ein bisschen, fürchtet sich ein bisschen, dass er anders wird. Okay, Nummer 3 wäre, um rauszukommen, musst du nur mit mir etwas reden. Das klingt einfach falsch. Nummer 3 klingt so wirklich so, komm, meine Menge. Ja. Nummer 3 ist nicht gut. Ich würde sagen Nummer 1, weil das haben wir gemacht und wir sind heraus und geben mal eben guten Rat. Was? Das wird mich befreien? Wie soll das funktionieren? Okay, Nummer 1 wäre, hör zu. Du wirst es nicht wissen, bis du draußen bist. Aber ich verspreche dir, es wird funktionieren. Nummer 2 wäre, sei einfach ehrlich. Und Nummer 3 wäre, es wird Sinn machen. Nummer 1, das klingt so, du schaffst es. Or just do it. Ehrlich über was? Nummer 1? Okay, wir können nicht Nummer 1 nehmen. Nummer 1 wäre, das ist genau, was du herausfinden musst, um rauszukommen. Nummer 1. Okay, und jetzt nichts mehr, es bricht ab. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Ja. Das ist es gern. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Ich glaube, es wird genauso ausschauen wie das Game jetzt gerade. Ich glaube, dass du der Coda bist. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the 2 doors on either side and a dark transitional space between. Das ist wirklich schön gerade. Eine Tür. Ich würde sogar gerade da reingehen. Das schaut auch so schön aus, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich soll zu der Tür gehen. Irgendwie ist es cool, weil die Höhe oben liegt, weil es Just so schwerer you're zu aware, erreichen ist. nothing will happen up here until you've been inside the house. Kann ich dem eigentlich vertrauen? Ist das ein Narrator, dem ich vertrauen kann? Nicht so wie Mr. Robot, wo man dem Erzähler überhaupt nicht vertrauen kann und der einfach noch... Dem Erzähler kannst du grundsätzlich vertrauen, ja. Okay. Das ist wichtig. Dann gehen wir ins Schulhaus. Oh, sperrt uns ein. Und wir hören Glockenspiele. Schön. Tisch. Lass mir auf den Tisch packen. Okay. Oh, da ist jemand. Jemand, der clean. So ein schöner Dummy. Oh, du meine Güte. Ich bin so froh, dass du hergekommen bist. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on.
From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his Das work. wäre furchtbar gewesen. And this particular game took 2 months to create as a result. 2 Monate. Jeder weiß, dass es alleine dass einsame Hände schlechte Häuser machen. Geht's nicht weiter? Ich verstehe die. Ich mag auch nichts daran machen. Ja? Das ist blöd. Kühlschrank. Ich sollte antworten vielleicht. Immer gedacht, er erzählt mir jetzt einfach nur, ja, ich putze jetzt einfach. Danke, dass du da bist. Chill mit uns. Aber das könnte ich echt... Moment. Du bist alleine da in dem großen Haus und es sind 4 Teller. Bist du der Hannibal Lecter und hast deine Gäste umgebracht und gegessen? Okay. Okay. Sorge dich nicht um mich. Ein Ort, der so nett ist, würde ich gerne die ganze Nacht bleiben. Okay. Nummer 2 wäre, lausige Häuser machen. Hauseinsame Menschen. Hauseinsame. Komisch übersetzen. Ja. Werden wir dieses ganze Gebäude putzen? Okay, Nummer 2 ist irgendwie lustig, aber ein bisschen weird. Ich würde sagen Nummer 3. Das ist die Geschichte. Wenn wir das ganze Haus putzen, das ist die Geschichte. Kleines Wissen. Oh, sorge dich nicht. Wir werden in kürzester Zeit mit diesem Schlamassel fertig. Ich verspreche dir, du würdest dir wünschen, es wäre mehr. Warum mache ich nicht alles hier fertig und in der Zwischenzeit könntest du den Tisch abräumen? Oh, nett. Clear the table. Ich habe auch Option dafür. Danke, Hannibal. Viel netter. Das ist der Tisch, den ich sehen möchte. Nun, würdest du bitte in das Schlafzimmer gehen und das Bett machen? Also ich eigentlich nur nie was tun und die. Little flaw in your system. Das Bett war da. Das habe ich so stalkerisch schon gesehen. Ah, das ist schön jetzt so. Wenn du schon da drin bist, warum kannst du nicht den Teppich etwas gerade rücken? Machen wir doch gleich. All die kleinen Details müssen stimmen. Stimmt. Wobei er ein bisschen schief ist, gell? Kann ich die Notes lesen? Sieht aus wie, keine Ahnung, so Roman oder irgendwas Komisches. Oh, er ist der Hauscleaner, die Person. Deswegen. Bist du gerne ein Hauscleaner? Eh nicht. Wie kommst du dazu, diesen Job zu machen? Und Nummer 3. Es ist lange her, seit ich ein Haus, das so schmutzig war, gesehen habe. Na. Nummer 2. Liebst du zukommen? Ein Freund habe ich mitgenommen, als ich dringend Geld brauchte. Hat sich herausgestellt, dass es sich nie so gut angefühlt hat, etwas für Geld in meinem ganzen Leben zu tun. Ich habe es nie gern gemacht, mein eigenes Haus zu säubern. Ich habe anscheinend ein paar Dämonen, die ich noch nicht bekämpfen möchte. Oh, wenn wir gerade von Dämonen sprechen, jemand dessens Couch ist ein totales Schlamassel. Würdest du vielleicht die Kissen etwas gerade rücken? Okay, rücken wir die Kissen gerade. Oh, das sind die Kissenschlacht. Schön, schön. Oh dear. So, oh Gott. Sieht so aus, als hätte jemand über der ganzen Couch einen Drink verschüttet. Oh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Okay. Ja, machen wir es auf, wischen wir es auf. Okay. Okay, wir kriegen jetzt, was weiß ich, die Person, mit der wir gerade reden, jetzt sehr, uns verbunden fühlt.
möchte sie mit uns etwas teilen. Und zwar eine sehr kitschige, persönliche Note. Ja? Er soll bitte mit extra viel Kitsch machen. Dots, dots, dots. Dots, dots, dots. No. Nein? Na, sag. Es ist nicht dumm und die weiß nicht never meinten, sondern du sagst es bitte. Ja, ich mach schon. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Okay, also wir haben jetzt gefragt, ob es jemals ändert und sagen, lass mich das erzählen, man soll I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Okay, also was uns das Männchen gesagt hat, man soll einfach momentan Sachen machen und Späteres für das spätere Ich praktisch lassen. Was das stimmt. Danke, Mandel. Du warst doch nicht so fies. Aber du hättest mir deine cheesy Insight gern geben können. Dann geh mal. Und interessant, dass der Coda so eine nette Weltansicht hat. Kann ich dann nur irgendwie normal raus? Oder musst du noch was tun? Oh. Also, wir müssen doch noch weitermachen. Okay. Wir sollen es ein bisschen ordentlicher machen. Als ich gesagt habe, ich hätte einen wirklich kitschigen Gedanken, wollte ich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass das Haus von jemandem selbst wie die Seele von jemandem ist. Du kümmerst dich darum und es kümmert sich um dich. Weiß nicht, warum es mir so schwer gefallen ist, das zu sagen. Okay, Antwortmöglichkeit ist Nummer 3 wäre, aber da steckt ein bisschen Wahrheit dahinter, nicht? Nummer 2 wäre, ja, du hast recht, es ist ziemlich kitschig. Ich sag mal, nein, es war ein kitschig, er hat wirklich ein bisschen recht. Nummer 1 ist, ich verstehe es. Es ist seltsam, so etwas zu tun und sagen nur gerade, 3, jetzt bin ich frei. Wir muntern den jetzt auf, wir bauen ihn auf, weil er hilft uns und cleant uns jetzt weiter unser Haus. Okay, so Housekeeping. Wir werden es weiter tun. Bücher. Du solltest die Bücher aufräumen. Danke. Danke, dass ihr helfen kann zu dieser melodischen Musik. Bücher sind fertig. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Sagt man, dass der total stark depressiv war und irgendwie sich umgebracht hat am Ende für die ganzen Games. Das ist halt But, traurig. of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Das heißt, wenn ich da stehen bleiben würde in der dunklen Space, wird mir irgendwas umbringen. So der Ymir oder so kommt dann raus und so. Ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du dann im echten Leben verhungern wirst irgendwann. Okay.
Das ist schon sehr schön. Ein bisschen Until Dawn-artig. Und wir sind am Ende. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. This one gets a bit goofy. Das klingt schon so. Oh. Warum bist du hergekommen? Was möchtest du in deinem Leben ändern? Möchtest du einen besseren Job? Möchtest du deine Beziehungen besser machen? Nein. Du möchtest perfekt werden. Bisschen schlecht. Dieser Workshop wird dir helfen, dabei perfekt zu werden. Ich möchte deine Freunde, die Menschen in deinem Leben... dass die Menschen in deinem Leben denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch, als ich es bin. Genau jetzt, an wen denkst du in deinem Leben so? Mit wem fühlst du dich useless? Mitlesen ist schwer übersetzen gleichzeitig. About halfway through the game, Das macht dann the sehr perspective komisch. shifts. Being perfect. Oh. What? And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Kann ich einfach bitte aus der Tür nopen? Weil wir verstecken. Na, ich kann da oben stehen. Du hast doch eine Privatverletzung. Manche gehen raus zum Telefonieren, gell? So ist es nicht. Okay. Was wählen wir jetzt aus? Was machen wir in unserer Ansprache? Okay, das ist der Schlüssel. How do I achieve it with no effort? Wie schaffe ich es ohne Anstrengung? Okay, Nummer 2 wäre on the way to work. Okay, Nummer 2 ist ein bisschen asozial. Mit auf dem Weg zur Arbeit habe ich einer älteren Person gesagt, sie sollen zur Gesellschaft beitragen. Die haben schon ihren Teil getan wahrscheinlich. Du noch nicht so. Kinder sollten nicht ihren Träumen folgen. 1. Definitiv 1. 3 ist fies. Okay. Lass mir dir jetzt genau sagen, wenn es nicht ohne Anstrengung geht, ist es nicht die richtige Antwort. Nummer 2 ist, ich liebe dich noch immer. Es ist nur, du lässt mich kühl in mir fühlen. Ich fühle mich kühl bei dir, genau. Allein zu sein muss furchtbar sein. Wollen wir jetzt Nonsens labern und einfach nur sagen, allein zu sein muss furchtbar sein? Oder wollen wir ihn... Weil ich... Geh mal 3 ein. Ich sage einen Weg an, den wir vorgegangen ist. Thank God, dass ihr mich alle als weise und intelligent anseht, wenn Nummer 1. 2 wäre Trinken, also Alkoholismus stört mein Leben nicht oder macht mein Leben nicht schlimmer. Und Nummer 3 wäre, wenn du dich selbst folterst, indem du nach den richtigen Lösungen suchst, dann ist das nicht das Richtige. Ja, definitiv. Du sollst dich selber nicht foltern, das ist nicht gut und nicht gesund. Es ist so irritierend, das große Stören noch. Okay, such dir genau ein Ding. Was ist der leichteste, simpelste Pfad nach vorne? Okay, oder ich bekomme einen Pickel. Eklig. Was hat das damit zu tun? Und Nummer 1 wäre, okay, Nummer 1 ist irgendwann, keine Ahnung, ein Schlussmachdings. Nur 2 Leute entstanden, die einen Schluss machen. 2, definitiv 2. Die anderen 2 sind aber verstörend.
Okay. Nächste Antwort. Haha, just kidding. Also, nur rumgescherzt. Ah, okay, also, die haben... Okay, rumgescherzt. Nein, ich will kein Ecstasy danach nehmen. Und Nummer 3, es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur einen Pfad. Frei, weil es klingt so schön. Go on your way. Okay. Was, wenn ich kein guter Lehrer bin? Du weißt, ist ja das du. Okay, ich gebe jetzt 3 ein. Einfach nur so, weil holy shit, das klingt irgendwie cool. Hey, schaut mal nach hinten. Weil man, die kann ich ständiger Lecture halten davon und dann sagen, ja, und da hinten ist ein Loch, ist die ganze Welt geschluckt. Bams. Na, lauf nicht. Okay. Nothing. No one. Nichts. Keiner. Everyone run. Ja. Run. Ich bin für die I Doktor felt pretty hard Motivise. for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can 3. have. Perfection. Wir wollen To Perfektion. assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. Stimmt, da hat er I think recht. about this game a lot these days. Was mir so vorkommt, ist, dass der Coder bis jetzt halt einfach so... Das Mikrofon vielleicht. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Keine Hochklettern. Übrigens das Gefühl, dass der Coder einfach die Sachen, was ihm aufgefallen sind, die Fehler, die er in seinem Leben gemacht hat, einfach jetzt irgendwie, keine Ahnung, bearbeitet hat oder einfach die Einfälle, die er für sich gehabt hat. Vielleicht nicht mal mit jemandem teilen wollte, sondern einfach nur... Ich habe mir nur gedacht, okay, ich schaue mal das, ich mache das als Erfahrung so eine Art Tagebuch. Vielleicht einfach ein Bearbeitungstagebuch oder vielleicht hat er mal ein Trauma gehabt oder so und möchte deswegen damit klarkommen. Oh. Vielleicht irgendwas mit Lampenfieber. Wenn wir gerade auf einer Bühne sind. Oh. Okay. Die Vorstellung beginnt. Geht's auf eure Plätze. In dieser Szene wirst du als ich spielen. Wir sind bei einem Zusammentreffen von professionellen Menschen. Okay. Zuerst wirst du dich gegen diese Wand lehnen. Welche Wand? Oh, diese Wand. Das ist sehr angsteinflößend. Lean against the wall. Okay, bleib hier stehen. Die Frau gegenüber in dem Raum, in dem sitzt, ist eine professionelle Fotografin von Tieren. Es ist dein Traum, Tiere professionell zu fotografieren. Dies ist deine einzige Chance, etwas von ihr zu lernen, um erfolgreich zu werden. Komm schon, sag etwas zu ihr. Sorry, I have to leave. Okay, sorry, ich muss gehen. Wo ist das Badezimmer? Meine Frage. Oder hello. Hello. Hello, mate. Oh, danke. Hello. Was ist das? Das ist doch keine Konversation. Du musst dich wirklich mit ihr unterhalten. Sei ein Mensch. Sag es nochmal. Probier es nochmal. Nummer 2 wäre, ich mag dich. Das ist immer gut. So fängt mal alles uncreepy an. Ich habe gerade sehr große Angst. Nummer 3 wäre, hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Nummer 1, sind wir ehrlich. Ehrlichkeit hat uns aus dem Gefängnis befreit. Ehrlichkeit ist vielleicht gut. Nein. Das ist, was ich zu ihr gesagt habe. Du hast komplett den falschen Ton in der Konversation angeschlagen. Ich war reserviert und ich wusste, was ich wollte. Ich war selbstbewusst, genau. Was sind denn die Daleks jetzt? Sagen wir mal. Aus einem Grund, nur für einen Augenblick war ich selbstbewusst. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Einfühlung in das Setting. Okay, mit Daleks, super. Die schreiben Exterminate. Ich werde dir ein paar Artefakte? Na. Ein paar Bühnenbilder geben, damit du es dir vorstellen kannst. Okay. Oh, sie bouncen, wenn man drauf geht. Und sie machen Töne, wie in Monument Valley. Schön. Okay, nun sollen wir wieder weiterreden.
Okay. Du musst sehr hart gearbeitet haben. Sie müssen sehr hart gearbeitet haben, um dorthin zu gelangen, wo sie nun sind. Nummer 2 wäre, ich glaube, du hast gern mit dem Schmerz umzugehen. Und Nummer 3 ist, was sind einige Opfer, die du machen musstest? Nummer 1, wenn er sagt. Na, das ist fies. Das ist sehr gut, wenn man so mit Leuten redet. Okay, wir haben es anscheinend wieder abgemisst. Wir haben die ganze Konversation zu persönlich gemacht, aber alle Sachen werden jetzt persönlich gewesen. Also, wenn alles zu persönlich waren, die Antworten, dann hat es eine falsche Antwort geben können. Ich möchte etwas anderes probieren. Text. Okay, was probierst du? Ich sehe wieder ein Ende an der Laterne. Das heißt, es ist vorbei. Aber eigentlich wären doch alle Antwortmöglichkeiten sehr persönlich gewesen, weil das war jetzt die unpersönlichste. Vielleicht hat er sich jetzt einfach nur selber die Schuld für etwas gegeben, weil er doch nicht so confident war, wie er jetzt sein wollte. Kann er was machen mit der? Und hat das Gespräch vermasselt und spielt es jetzt immer wieder und wieder in seinem Hirn durch und denkt sich, hat die das gesagt, hat die jenes gesagt. Aber meistens auch, wenn man irgendwas anderes sagt, es hat ziemlich immer die gleichen Auswirkungen. Ich denke immer halt, die News fertig noch wegen sowas. Wieder runter. Aha. Ihr müsst nach hinten weitergehen wahrscheinlich. Oh. Manchmal. Will ich wissen, was da hinten ist? Das war klar. Das ist irgendwie traurig. Ich muss sagen, so wirklich das Gefühl, dass der Coder sich einfach total abgeschlossen von der Welt fühlt und mit jemandem kommunizieren möchte und eben durch die komischen kleinen Minigames. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution, social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Lange Zeit. Oh, ich muss das mit geschlossenen Augen machen. Soll ich? Probier's halt mal. Ich wollte sehen. Captain, was sollen wir tun? Warum bin ich blind? Ich kann nicht sehen. Super, wie kann ich es dann lesen? Ja, da kommt das auf dich zu. Oh, oh, Himmel. What's going on? What's going on? Blind, blind, blind. Please tell me how to solve this. Oh, na. Hätte ich das verhindern können? Ja. You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Research. Ja, du wirst von einer riesig gigantischen Tür getötet. I can't see anything.
Probieren wir mal das. Und... Please someone talk to me. Muss jemand mit uns reden, bitte? Vielleicht muss ich mich von der Tür erwischen lassen. Suizid durch Tür? Ja. Was ist das? S. Oh Gott. Ja. Oh, du bist eh. Ich muss gerne mit dem oben um die Kontakt machen können. Alright, let me explain how you're supposed to do this. On either side of the room are elevators, which go up to an upper level. You have to go up, walk over to the person who's standing there, and then select dialogue option number 2. Ja, das ist die Wahrheit, okay. Like I said, I was getting concerned. Man muss nur mit First jemandem off, reden, der he's never been ehrlich this ist. explicit in his work about exactly what he's thinking. Ich kann es So, nicht so weitermachen. where's that ich kann, come from? ich kann es nicht weiterhin machen. But then, even weirder, Ja, his das ist die work has Wahrheit. potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Er war nicht wirklich ehrlich mit sich selber, hat sich nicht wirklich eingestanden, also würde er das willen. Du machst es funktioniert. Ich bin allein, die Tür bewegt sich ganz langsam zum nur irgendwie das Gefühl. Ich muss hart arbeiten, oder? I'm stuck. Du bist eher stuck, würde ich sagen. Oder? Weil, ich meine, das Gefängnis ist wohl der Inbegriff von, du steckst irgendwo fest.